Wenn es in Deutschland zu einer Gasknappheit kommt, rechnet fast niemand damit. Und das liegt nicht daran, dass die Informationen fehlen, sondern daran, dass sich viele in einer trügerischen Sicherheit wiegen. Ich bin sicher, das hat Ihnen so noch niemand gesagt. Eine Gasknappheit trifft nicht zuerst die Industrie und nicht zuerst die Großverbraucher, sondern einen Bereich, der offiziell als geschützt gilt. Menschen, die davon ausgehen, dass sie nichts unternehmen müssen. Ich erkläre Ihnen gleich, warum das so ist. Doch zuerst eine wichtige Klarstellung, die viele unterschätzen. Eine Gasknappheit ist kein Stromausfall und genau das ist ihre eigentliche Gefahr. Denn während alle auf den großen Knall warten, laufen im Hintergrund Prozesse ab, die ihren Alltag schleichend verändern, ohne dass sie es sofort bemerken. Keine Sirenen, keine Schlagzeilen, nur Systeme, die an ihre Grenzen geraten. Entscheidend ist dabei nicht, ob es zu einer Gasknappheit kommt oder nicht. Entscheidend ist, wie Gas verteilt wird. In Deutschland wird Gas regional gesteuert. Netzbetreiber arbeiten mit Druckniveaus, Versorgungszonen und Prioritäten. Und in diesem System gibt es einen Punkt, an dem rechtliche Zusagen enden und physikalische Grenzen beginnen. Physik verhandelt nicht. Und sie interessiert sich auch nicht dafür, ob jemand offiziell als geschützt gilt. Genau deshalb ist die oft zitierte Aussage, Privathaushalte sind geschützt, nur unter bestimmten Bedingungen richtig. Und diese Bedingungen sind deutlich enger, als viele annehmen. Bevor Haushalte überhaupt direkt betroffen sind, geschieht etwas anderes. Etwas, das fast niemand mit einer Gasknappheit verbindet. Die Versorgung mit Lebensmitteln. Bäckereien, Molkereien, Kühlhäuser und landwirtschaftliche Betriebe gelten als Unternehmen. Sie haben keine automatische Priorität. Wird Gas knapp oder unzuverlässig, werden dort Prozesse zuerst gedrosselt. Nicht absichtlich, nicht aus Willkür, sondern aus systemischer Logik. Die Folgen zeigen sich nicht im Gesetzestext, sondern im Alltag. Nicht in komplett leeren Supermärkten, sondern in eingeschränkter Auswahl, Rationierung und spürbaren Preissprüngen. Und genau hier entsteht der psychologische Wendepunkt. Menschen reagieren selten auf Knappheit, aber sehr schnell auf Unsicherheit. Diese Unsicherheit verändert Verhalten und dieses Verhalten verschärft die Lage zusätzlich. Noch ist das kein Notfall. Vieles funktioniert noch irgendwie. Doch genau jetzt beginnt sich ein weiterer Faktor zu verschieben, den viele unterschätzen. Die Verfügbarkeit von Personal. Warum geschlossene Schulen in dieser Phase gefährlicher sein können als kalte Wohnungen und weshalb Personalmangel Krisen beschleunigt, sehen wir uns im nächsten Schritt an. Der Schutz von Privathaushalten endet nicht politisch, er endet technisch. Und genau an diesem Punkt erkennen viele Menschen, wenn auch zu spät, dass die Gasknappheit nicht mehr nur ein Problem der Industrie ist. Von nun an geht es nicht mehr um Preise oder Verfügbarkeit, sondern um Technologie. Und Technologie lässt sich nicht verhandeln. Gas wird nicht einfach nur verteilt, es wird unter Druck transportiert, in regionalen Netzen mit klar definierten Grenzen. Sinkt der Druck in den Leitungen unter bestimmte Schwellenwerte, kommt kein Gas mehr zuverlässig an. Das liegt nicht daran, dass jemand absichtlich den Hahn zugedreht hat, sondern daran, dass es physikalisch unmöglich ist. Der entscheidende Punkt ist, diese Auswirkungen sind regional begrenzt. Während eine Stadt oder ein Landkreis betroffen ist, kann ein benachbartes Gebiet weiterhin mit Gas versorgt werden. Das macht die Situation so irreführend. Sie haben eine funktionierende Heizung, einen gültigen Vertrag und gelten offiziell als geschützter Kunde. Und trotzdem frieren sie. Nicht überall, nicht ständig, aber immer wieder. Und das reicht schon, um Probleme auszulösen. Denn sobald die Gasversorgung nicht mehr zuverlässig ist, funktionieren auch andere Dinge nicht mehr. Kochen, Warmwasser, Teile der Infrastruktur. Wichtig ist,
dass diese Auswirkungen regional begrenzt sind. An diesem Punkt bricht eine gängige Annahme zusammen, dann gehe ich eben woanders hin. In einer solchen Situation funktioniert das in der Regel nicht wegen Verboten, sondern aufgrund der bestehenden Bedingungen. Luftverkehr, Verkehr und öffentliche Systeme stehen ebenfalls unter Druck. Und das führt uns zum gefährlichsten Punkt der gesamten Kette. Nicht Gas, nicht Strom, sondern Kettenreaktionen. Krisen eskalieren selten aufgrund eines einzelnen Ereignisses. Sie eskalieren, weil mehrere Systeme gleichzeitig ausfallen. Bei Personalmangel verzögern sich Reparaturen, bei Transportausfällen schwinden die Reserven, bei steigender Stromlast gerät das Stromnetz unter Druck. Fällt in diesem Fall eine kritische Komponente wie ein Umspannwerk aus, wird aus einer Gasknappheit ein Stromproblem. Und ein Stromproblem kann zu einem Stromausfall führen. Nicht unbedingt, nicht sofort, aber es ist möglich. Und genau deshalb werden seit Jahren Warnungen ausgesprochen. Denn ein flächendeckender Stromausfall im Winter ist kein logistisches Problem mehr, sondern ein Zeitproblem. Hilfe von außen wirkt nur, wenn nicht alle gleichzeitig betroffen sind. Wenn alle Regionen unter den gleichen Bedingungen leiden, gibt es keine schnellen Lösungen. Und genau hier unterscheidet sich Vorsorge von Hoffnung. Vorsorge bedeutet nicht Panik. Vorsorge bedeutet Handlungsspielraum. Wenn Heizung und Strom ausfallen, werden ihre nächsten Tage nicht von der Regierung bestimmt, sondern von dem, was sie vorbereitet haben. Wärme, Wasser, Licht und Nahrung. Nicht monatelang, nicht jahrelang, sondern für einen überschaubaren Zeitraum, in dem die Systeme instabil sind. In diesem Video geht es genau darum. Es geht nicht um Angst. Es geht nicht um den Weltuntergang, sondern darum, die Kontrolle zu übernehmen. Denn wer vorbereitet ist, kann handeln, während andere abwarten müssen. Gasknappheit wird fast immer falsch eingeschätzt. Sie werden entweder als übertriebene Panikmache oder schlicht als Problem der großen Konzerne abgetan. Beides trifft zu. Und genau darin liegt das Problem. Denn Systeme versagen selten aufgrund schwerwiegender Fehler, sondern vielmehr aufgrund falscher Annahmen. Eine davon lautet: Solange es Gesetze gibt, wird es auch eine Versorgung geben. Klingt logisch, doch technisch gesehen funktioniert das nur bedingt. Denn Gasengpässe sind kein einmaliges Ereignis, sondern ein Prozess. Und Prozesse kümmern sich nicht um Schlagzeilen. Sie folgen Regeln, physikalischen Gesetzen. Gasnetze arbeiten mit Mindestdrücken. Diese Drücke sind zwingend erforderlich. Keine Empfehlung. Fällt der Druck unter bestimmte Schwellenwerte, schalten sich die Systeme automatisch ab. Nicht etwa, weil kein Gas mehr da ist, sondern weil die Sicherheitssysteme genau für diesen Zweck ausgelegt sind. Daher ist die wichtigste Frage: Habe ich einen Vertrag? Oder besser, funktioniert das Netz an meinem Standort noch zuverlässig? Und hier wird es interessant, denn Netze sind nicht überall gleich widerstandsfähig. Häuser am Ende der Stromleitung, Häuser in hochgelegenen Gebieten oder Häuser in älteren Netzabschnitten sind besonders gefährdet. Während in einem Haus noch geheizt wird, fragt sich ein anderes, warum die Heizung plötzlich ausgefallen ist. Überraschung, sie hatte gar nicht ausgefallen. Das System hatte sich selbst geschützt. In solchen Momenten ist die Physik unglaublich emotionslos. Nun kommen wir zu einem Punkt, den viele übersehen oder nicht sehen wollen. Menschen reagieren reflexartig auf Unsicherheit, nicht koordiniert. Zusätzliche Heizung, erhöhter Stromverbrauch, alles gleichzeitig. Das klingt nach Vorbereitung. Doch aus systemischer Sicht ist es das Gegenteil. Denn Stromnetze sind nicht für plötzliche Ausfälle ausgelegt. Sie entwickeln sich ständig weiter. Alles andere bedeutet Stress. Und genau hier beginnt der eigentliche Dominoeffekt. Nicht weil ein System versagt, sondern weil Schutzmechanismen greifen. Netze schalten sich selbst ab. Systeme gehen offline. Nicht wegen eines Fehlers, sondern als Sicherheitsmaßnahme. Daher ist ein Stromausfall selten der Beginn einer Krise. Er ist meist eine Folge.
Das Ergebnis vieler kleiner, nachvollziehbarer Entscheidungen, die einzeln betrachtet logisch erscheinen, aber in ihrer Gesamtheit problematisch werden. Die eigentliche Frage lautet also nicht, was passiert vor einem Gasausfall? Besser wäre, was geschieht im Vorfeld eines Gasausfalls? Und noch wichtiger, was können Sie tun, um eine Verschlimmerung des Problems zu verhindern? Vorbereitung bedeutet hier nicht Selbstversorgung. Niemand erwartet von Ihnen, dass Sie ein Kraftwerk im Keller betreiben. Vorbereitung bedeutet, Abhängigkeiten zu reduzieren, Wärme zu bündeln, statt sie abzuführen, Energie dort zu sparen, wo sie für das System kritisch ist, Lösungen zu wählen, die das System im Gleichgewicht halten, anstatt es zu überlasten. An diesem Punkt ist es wichtig, sich eine ehrliche Frage zu stellen. Sind Sie sicher, dass alles funktionieren wird? Oder wissen Sie, was zu tun ist, falls es nicht funktioniert? Auch nur vorübergehend, denn Systeme brauchen Zeit, um sich zu stabilisieren. Wer diese Zeit überbrücken kann, wird die Situation meistern. Nicht heldenhaft, sondern besonnen. Und in solchen Momenten ist Kontrolle wertvoller als Hoffnung. Vorbereitung hat nichts mit Angst zu tun, sondern mit Verständnis. Es geht nicht um Szenarien, sondern um Zusammenhänge. Wer versteht, wie Systeme reagieren, hat weniger Angst, wenn Systeme versagen. Und genau das ist der Unterschied zwischen vorbereitet sein und unvorbereitet getroffen werden. Letztendlich läuft alles auf eine unbequeme, aber ehrliche Frage hinaus. Reagiert man erst, wenn etwas schief geht, oder antizipiert man, wie es zu Fehlern kommt? Denn echte Krisen kündigen sich selten lautstark an. Sie schleichen sich heimtückisch an, sprengen Grenzen und untergraben Systeme nach und nach. Und während viele noch darüber diskutieren, ob es wirklich schlimm ist, haben andere bereits gehandelt. Vorbereitung bedeutet nicht, dem Staat oder Systemen zu misstrauen. Vorbereitung bedeutet, die Realität zu respektieren. Systeme sind mächtig, aber nicht unendlich widerstandsfähig. Wer entsprechend handelt, hat nichts zu befürchten. Er muss nur Entscheidungen treffen. Kleine, ruhige, logische Entscheidungen. Man sollte nicht gegen alles vorsorgen. Man sollte nicht alles kontrollieren wollen. Man sollte sorgfältig die Punkte untersuchen, an denen etwas schiefgehen könnte. Mit Flexibilität passiert das nie. Mit Vielseitigkeit bleibt alles stabil. Das wäre der Idealfall. Aber selbst wenn es nicht zum Zusammenbruch kommt, möchte man nicht unvorbereitet sein. Man möchte zu denen gehören, die sagen können, ich verstehe, wie das funktioniert. Und dieses Verständnis ist wertvoller als jede Panikreaktion. Denn letztendlich ist es nicht Glück, sondern Vorbereitung, die Erfolg von Misserfolg unterscheidet. Nicht Spektakuläres, nicht Heroisches. Einfach Kluges. Nun folgt eine weitere unangenehme Wahrheit. Selbst innerhalb desselben Gebäudes können sich Gasengpässe unterschiedlich äußern. Oben, unten, vorne, hinten. Der Standort im Stromnetz spielt eine Rolle. Die Annahme, wenn es bei mir funktioniert, funktioniert es überall, ist irreführend. Stromnetze verhalten sich nicht fair. Sie folgen den Gesetzen der Physik. Und genau hier wird Vorbereitung oft missverstanden. Viele konzentrieren sich auf scheinbar Spektakuläres. Generatoren, Großanlagen, Technologie. Was sie übersehen, sind die kleinen Entscheidungen, die Systeme zusätzlich belasten. Beispielsweise stellen elektrische Heizgeräte, so harmlos sie auch scheinen mögen, in großer Zahl eine der größten Belastungsquellen für das Stromnetz dar. Jedes einzelne Gerät mag für sich genommen unbedeutend erscheinen. Zusammen führen sie jedoch zu einer Überlastung. Etwas, das fast nie erwähnt wird. Bei einer Gasknappheit bestimmt nicht nur die Energiemenge, wie lange ein System stabil bleibt, die Stabilität, sondern auch das Verhalten der Verbraucher. Netzbetreiber rechnen anhand von Durchschnittswerten. Was sie nicht einplanen können, ist die kollektive Reaktion. Jedes Heizgerät, jede zusätzliche Last mag für sich genommen harmlos erscheinen. Doch zusammen können sie kritisch sein. Genau deshalb ist Vorsorge keine individuelle Angelegenheit mehr, sondern ein wichtiger Faktor für das Gleichgewicht. Die Reduzierung von Abhängigkeiten schützt nicht nur sie selbst, sondern entlastet auch das System. Die wahre Reserve liegt nicht im Netz, sondern im Verhalten der Menschen. Nach der Besprechung der häufigsten Fehler bei der Vorsorge bleibt eine entscheidende Frage. Wenn so vieles falsch läuft,
Was ist dann richtig? Die Antwort ist beunruhigend, denn sie ist nicht spektakulär. Richtige Vorsorge beginnt nicht mit der Ausrüstung, sondern mit der richtigen Vorgehensweise. Und diese Reihenfolge widerspricht oft unseren Instinkten. Der erste Punkt betrifft nicht Temperatur, Strom oder Kommunikation. Es ist Zeit. Zeit entscheidet darüber, ob eine Situation eskaliert oder sich stabilisiert. Wer Zeit hat, kann abwarten, beobachten und reagieren. Wer keine Zeit hat, trifft schlechte Entscheidungen. Daher bedeutet Vorbereitung in erster Linie Zeit sparen. Und man spart Zeit, indem man sie reduziert, nicht durch den Einsatz von Technologie. Der zweite Punkt betrifft Dinge, die man nicht sofort ersetzen kann. Wasser zum Beispiel. Ohne Wasser funktioniert nichts. Kein Kochen, keine Hygiene, keine medizinische Grundversorgung. Dennoch steht es auf vielen Checklisten überraschend weit unten. Wahrscheinlich, weil es unsichtbar ist, solange es vorhanden ist. Systeme versagen selten dort, wo wir suchen, sondern eher dort, wo wir es gewohnt sind, nicht hinzusehen. Erst danach kommt die Wärme. Und hier liegt ein Irrtum. Viele versuchen, ihre gesamte Wohnung warm zu halten. Das ist ineffizient und unrealistisch. Wärme zu konzentrieren ist logisch. Ein einzelner Raum, eine einzelne Zone, ein klarer Plan. Wer das versteht, braucht weniger Energie, weniger Technik und weniger Improvisation. Das Ziel ist nicht Komfort, sondern Stabilität. Strom steht an vierter Stelle. Nicht, weil er unwichtig wäre, sondern weil er der flexibelste Faktor ist. Strom kann vieles ersetzen, aber nur, wenn er strategisch eingesetzt wird. Licht, minimale Kommunikation, kleine Geräte, nicht heizen, nicht mit voller Leistung kochen, nicht im Dauerbetrieb. Strom ist ein Werkzeug, kein Notstromsystem. Und dann ist da noch etwas, das fast nie erwähnt wird: Verhalten. Das eigene Verhalten und das Verhalten anderer. Vorbereitung bedeutet auch zu wissen, wann man nichts tun sollte. Nicht reagieren, nicht optimieren, nicht ständig eingreifen. Systeme beruhigen sich nicht durch Überaktivität, sondern durch Stabilität. Wer das versteht, fällt nicht durch hektische Reaktionen auf. An diesem Punkt wird deutlich, warum viele Vorbereitungen scheitern. Sie zielen auf Sicherheit ab, schaffen aber neue Abhängigkeiten. Sie vermitteln ein Gefühl der Sicherheit, lassen aber keinen Spielraum. Daher lautet die wichtigste Frage nicht: Ist genug da? Sondern: Bin ich flexibel genug, um auf Veränderungen zu reagieren? Und genau hier unterscheidet sich die praktische von der theoretischen Vorbereitung. Die Theorie sammelt Lösungen, die Praxis reduziert Probleme. Wer weniger braucht, kommt länger durch. Wer Prozesse vereinfacht, bleibt gelassener. Und wer gelassen bleibt, trifft bessere Entscheidungen. Dies ist keine Heldengeschichte. Dies ist Systemlogik. Und Systemlogik ist am Ende oft brutal ehrlich. Ich, Kommissar, bin für Sie da. Bleiben Sie stark.